Hier oben bin ich. Komm doch mal rauf. Ja, hier bin ich. Hier ist es so schön. Hallo, wie schön, dass du mich hier gefunden hast, hier auf YouTube und auch hier an diesem wunderschönen Platz in schwindelnder Höhe. Das ist hier die Burgruine Guttenberg in der Pfalz und es ist ein Frühlingsabend im April und ich lade dich heute ein zum Tutorial Nummer 4 und ich möchte gerne da anknüpfen, wo ich im Herbst aufgehört habe. Das war nämlich das Tutorial Nummer 3. Ich komponiere live für dich. Das war damals im Urlaub in der Uckermark und da ist ein Stück entstanden, der Ruf der Kraniche. Und mitten in diesem Stück tauchte plötzlich so ein sogenannter Flow auf, ganz unerwartet. Und auf diesem Flow, das ist eigentlich ein Improvisationsbewegungsmuster, habe ich den Winter immer ein bisschen weiter gespielt und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich denke, es könnte dir auch Freude machen. Ja, nochmal zum Flow. Also als Flow bezeichne ich so ein Muster, das, wenn man es ein bisschen drauf hat, vor allem dieses Bewegungsmuster, dann kommt es ins Fließen und es hat immer 2 Teile. Ein Teil davon ist fest, das heißt, das wiederholt sich. Wenn du den mal in den Fingern hast, dann läuft es einfach und dann hat so ein Flow noch einen Teil, der ist variabel. Da sind einzelne Töne, die kannst du nach Lust und Laune spielen. Also eigentlich ist es ein bisschen sowas wie eine Pizza oder wie ein Flammkuchen, den man hier in der Gegend sehr gerne isst. Du hast einen Boden, das ist das feste Bewegungsmuster und dann hast du einen Belag, da kannst du individuell, was dir gut schmeckt oder was du eben gerne hörst oder Tagesverfassung, was du heute gerade magst, drauflegen. Und sowas ist ein Flow für mich. Gut. Doch bevor wir jetzt anfangen, du kennst das ja schon ein bisschen, nicht so aus dem Alltag raus, schnell an die Harfe und schauen, ich muss das jetzt hinkriegen. Nein, Harfenspielen soll Freude sein, Genuss, Entspannung und einfach lauschen diesen wunderschönen Tönen, die du da heute spielst. Und deshalb, ja, frage ich dich heute wieder, wie fühlst du dich? Wie fühlt sich dein Körper an? Die Schultern, die Arme, die Hände. Bist du ganz entspannt im Nacken und Kopf? Und wie ist dein Atem? Geht dein Atem bis in den Bauch tief hinunter? Vielleicht nimmst du dir ein paar Atemzüge zum Ausatmen und ich spiele dir mal ein bisschen schon diesen Flow vor und was daraus alles geworden ist.
so weiter. Gut, ich zeige dir jetzt mal diese Muster und was du als eine Anregung, was du da noch alles dazu machen kannst, und dann findest du hoffentlich noch ein bisschen was Eigenes für dich. Also wir haben hier wieder ein festes Bewegungsmuster, das ist der Quintoktavgriff. Wenn du noch nicht weißt, was das ist, dann kannst du dir gerne das Tutorial 1 und 2 anschauen, da habe ich ihn erklärt. Und heute spielen wir den in der rechten Hand. Und zwar die ganze Zeit durch, immer zu. Und ich habe diese Akkordtöne vom Ruf der Kraniche gewählt. Die sind ja F, also erst nochmal, wir sind in F-Dur. Die E-Klappe und die A-Klappe sind oben und alle anderen Klappen sind unten. Und wir beginnen auf F mit dem F-Akkord. Der nächste Akkord ist G, dann das B und dann das C. Und jeder dieser Quintoktavgriffe wird 4-mal hintereinander gespielt. Also 4-mal auf F. Dann kommt 4-mal G. Viermal B. Und 4-mal C. Und hier zwischen rein, vielleicht hast du schon ein bisschen beobachtet, kommt immer ein Ton mit der linken Hand. Das ist dann eigentlich die Melodie. Heute darf die linke mal Melodietöne spielen. Also immer einer links, Quintoktav, wieder einer links, Quintoktav und so weiter, immer im Wechsel. Du hast vielleicht auch schon beobachtet, dass ich manchmal hier unten spiele und manchmal drüber greife und über diesem Quintoktav die Töne nehme. Probier einfach aus. Was ich beim Ruf der Kraniche gemacht habe, das finde ich auch immer noch einfacher, wenn du das anfängst, dass du, wenn du hier den F-Akkord hast, dass du unten auch mit F anfängst. Da muss man gleich gar nicht am Anfang überlegen, oh Gott, wo rühre ich hin, sondern so war das, und ich habe das auch eine ganze Weile erstmal so beibehalten. Also dann hier G und hier G. Jetzt wechseln beide Hände eben aufs B. Und aufs C. Da kannst du natürlich auch was ganz anderes spielen, als ich jetzt gespielt habe. Auch woanders. Also damit kann man sich schon eine ganze Weile beschäftigen. Immer hier der erste Ton gleich wie oben, dann nochmal langsam vielleicht gemacht. Quintoktav. Und immer nach diesem Muster. Was ich dann noch gemacht habe, ausprobiert habe, ist, dass ich unten nicht mit dem gleichen Ton angefangen habe wie den Akkord oben, sondern einfach einen anderen mal ausprobiert. Zum Beispiel. Jetzt hast du vielleicht beobachtet, ich habe nicht nur unten nicht mehr den gleichen genommen, ich bin irgendwo hin und bin sogar hier zwischen rein, denn du hast ja zwischen diesem Quintoktavgriff hier 3 Saiten und hier 2, die kannst du natürlich auch benutzen und ausprobieren, wie das klingt. Sicher hast du auch schon bemerkt, was ich dir auch noch sagen wollte, dass man diesen Quintoktav, der ja permanent kommt, dass man den natürlich nicht so laut spielt, wie vielleicht den Melodieton, oder zumindest etwas dezenter, denn sonst würde das so klingen und das ist ein bisschen nicht so gut. Also eher wie so ein Bächlein, das im Hintergrund einfach so plätschert.
kannst du natürlich erstmal eine ganze Weile alleine üben, ohne dass du hier schon Töne dazu suchst. Einfach, dass das so plätschert. Okay. Dann habe ich mir irgendwie überlegt, oder das ist halt so beim Spielen entstanden, was kann ich denn noch machen mit diesem Muster, mit diesem Griff. Ich bin dann einfach mal mit der rechten Hand eine Oktave tiefer. Das klingt auch sehr schön, zum Beispiel. Auch möglich. Kannst du viel noch finden und drauf rumspielen. Ich mag die tiefen Töne hier auch gerne. Natürlich geht es auch darum, nicht nur die einzelnen Muster zu spielen, die Varianten, die ich dir jetzt gezeigt habe, sondern das natürlich alles irgendwie aneinander zu fügen, so wie ich es vorhin mal ein bisschen gemacht habe. Ja, dann als vierte Möglichkeit noch habe ich ausprobiert, ich habe einfach ganz andere Akkordtöne genommen, also nicht mehr das F, G, B und C, sondern ich bin einfach wo ganz anders hin. Ich habe mir dann mal ausgedacht, was mir auch gefallen hat, war D, B, G und A. Das klingt allerdings dann völlig anders. Und ich bin wieder in den früheren Flow hineingegangen vom Ruf der Kraniche. Ja, wahrscheinlich gibt es noch 17.000 mehr Möglichkeiten, die du vielleicht findest, aber das waren jetzt so meine wichtigsten Varianten, die ich sehr gerne spiele. Lass dir Zeit dazu, fang langsam an, wenn du noch nicht so lange spielst. Es klingt auch ganz langsam schön. Und so weiter. Ich hoffe, dir geht so wie mir manchmal, dass du gar nicht mehr aufhören kannst. Und ich hoffe, du hast viel Freude dabei und ich konnte dich inspirieren, einfach mal was auszuprobieren. Aber mach dir keinen Stress. Es ist eh gerade sehr viel los in der Welt und ich hoffe, du genießt deine Harfe, um entspannt zu sein, um Töne zu spielen, um Schwingungen zu spüren. Und einfach diese wunderbaren Klänge zu lauschen. Ja, ich sage danke, dass du mir zugehört hast, dass du hier dabei warst, hier auf diesem schönen Platz. Und ja, ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar drunter schreibst. Ich freue mich auch, wenn du mich abonnierst, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Viel, viel Freude mit deiner Harfe und tschüss.